Hallo meine Lieben, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und seid herzlich willkommen in meinem Astrologie YouTube-Kanal. Am 4. Februar wird Uranus direktläufig, 27 Grad in Stier-Tierkreiszeichen, und heute Abend schauen wir doch gemeinsam, was das für eine Thematik ist, warum überhaupt der Uranus dieses Jahr rückläufig war, was das Thema hauptsächlich war und was wird passieren in den kommenden Schattentagen und wie wird es laufen nach den Schattentagen. Und heute werden wir genau dieses Thema anschauen. Es ist auch sehr wichtig, dass wir dieses Thema genau anschauen, weil es hat auch mit diesem Stier-Neumond etwas zu tun, indirekt. Und heute wollen wir das ein bisschen genauer erläutern. Erstens gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Wie viel Vergangenheit? Natürlich 2025. Überlegt euch mal, was ist so bei euch gelaufen, so im Juli. Vor allem so nach dem 7., 8. Juli. Was ist so ab dem gegangen und vor allem im August. Was habt ihr für Entscheidungen im August getroffen? Weil der Uranus war in Zwillingen in dieser Zeit. Und ihr habt wie so neue vielleicht etwas entdeckt, was euch gefallen hat. Das kann zum Beispiel sein, eine Bildung kann das sein, weil Zwilling ja mit der Bildung zu tun hat. Es kann auch mit Nachbarschaften zu tun haben, irgendwelche Situationen kann das sein. Es kann sein, dass irgendwie welche Deals, wo ihr macht, im Geschäft macht man ja Deals miteinander, Mietverträge kann das auch übrigens sein, wo ihr sagt, so jetzt verkaufe ich vielleicht mein Haus oder ich will es vielleicht vermieten, kann das sein. Oder auch kennenlernen, Flirt und kennenlernen oder wie ein neuer Gedanke, wo ihr sagt, so, ich habe jetzt wie einen neuen Gedanke, eine neue Einstellung. Ich mache das jetzt so, ich mache das jetzt nicht mehr so eigentlich. Es können da verschiedene Erlebnisse, Gefühle, Gedanken stattgefunden haben, weil der Uranus in Zwilling sagt eigentlich, ich möchte gerne dir neue Gedanken geben, neue Einstellungen, dass du auch deine Einstellung änderst. Und zuerst, ihr habt etwas entdeckt. Und dann ist es so gewesen, dass im September, am 9. September, ist Uranus rückläufig geworden, 1,27 Grad in Zwilling-Tierkreiszeichen. Und da könnte es sein, dass ein bisschen Unruhe so langsam angefangen hat, vor allem so der September, so ab Mitte ist ein bisschen so angefangen, unruhig werden, wahrscheinlich Anfang September kann sein, dass das gespürt hat, aber vor allem im November. Im November kam natürlich der Uranus noch einmal in Stier. Warum? Weil es hat der Grund eigentlich, der sagt, schau mal, du hast hier etwas entdeckt. Also du willst vielleicht eine Wohnung verkaufen, oder? Oder du möchtest gerne eine neue Wohnung rein. Vielleicht du hast plötzlich einen Mietvertrag unterschrieben oder jemanden kennengelernt. Du hast etwas entdeckt. Aber für das, du musst vielleicht deine Einstellung ändern. Damit du das bekommen kannst, musst du deine Gedankeneinstellung ändern. Und ab September so, überlegt euch so, was ist so 8., 9., 10., habt ihr dort Unruhe erlebt eigentlich in dieser Zeit. Weil dort habt ihr so wie Nachrichten, Botschaften vom Universum erhalten, was das wirklich eure Themen sind. Und eigentlich seid ihr so dran, seit dem November so alte Glaubenssätze ein bisschen abzulegen, weil das ist so ein Thema eigentlich, der Stier, also ich möchte es euch ein bisschen näher bringen, der Stier ist mein eigener Garten, also das ist eigentlich meine Werte dort drinnen, es ist meine Guthaben dort drinnen, meine Gelder ist dort drinnen. Die Menschen, die ich in meinen Garten, in mein Leben einlasse, sind dort drinnen. Dort sind aber auch drinnen zum Beispiel, wenn ich mit Menschen irgendwelche Erfahrungen mache, ob positiv oder negativ, aus den Erfahrungen erstelle ich vielleicht eigene Gesetze, kann ich sagen zum Beispiel, oder eigene Regeln. Oder das heißt, wenn dieses Mensch meine Kriterien erfüllt, dann kommt er erst in meinen Garten rein und vorher kommt er nicht in meinen Garten rein. Erlaube ich vorher erst gar nicht. Das heißt, erst wenn die Kriterien erfüllt sind eigentlich. Warum? Vielleicht ich habe schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Menschen gemacht und dann habe ich wie gelernt zu sagen, diese Erfahrungen tun mir wenig mehr gut. Also was mache ich? Ich tue hier ganz viele Regeln setzen vielleicht oder wie Verträge setzen. Das heißt, wenn diese Verträge wie gebrochen sind, dann darf dieses Menschen nicht reinkommen. Das heißt, damit er überhaupt in mein Leben kommen kann oder in meinen Garten, muss er zuerst dieses Vertragsinhalte wie erfüllen, weil das zweite Haus hat auch mit Verträgen zu tun. Das heißt, die Verträge, wo ich mich einlasse.
Und der Skorpion ist auch die Verträge, wo ich mich auf die anderen einlasse. Das heißt, weil es vis-à-vis jetzt Skorpion ist, der Stier natürlich sagt, oh, ich habe schon mit anderen X Stress gehabt, also müsste mein Vertrag ganz gut sein, weil was heißt Skorpion? Dein Geld ist mein Geld, ist von der Energie her. Und deshalb, das sind halt auch, so müsst ihr das ein bisschen denken, vielleicht ihr habt mal irgendeines Tages, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren oder 8 Jahren, spielt ja gar keine Rolle, habt ihr vielleicht gravierende Erlebnisse gehabt im Leben oder vielleicht mehrere Erlebnisse gehabt. Und durch die Erlebnis eigentlich sagt er so, jetzt muss ich mein eigenes Schloss, mein eigenes Haus, mein eigenes Leben wie unter Schutz stellen. Und was mache ich? Ich muss so gewisse Kontrollgänge machen. Und was mache ich zuerst? Meine Sicherheit, meine Werte. Und durch diese eigenen Werte eigentlich gehe ich auch in die Schutzposition. Und das kann bei Kleinigkeiten sein, das kann auch bei größeren Dingen sein. Und was mache ich manchmal eigentlich, vielleicht als Mensch? Ich tue extra jemanden, wo ein Wunder hat, dort Salz streuen, damit der Mensch ein bisschen vorsichtig ist und nicht mir zu nahe kommt. Weil es könnte ja mir dann auch wehtun eigentlich, wenn ein Mensch mir zu nahe kommt und genau das möchte ich nicht. Also das heißt, ich habe hier eigentlich etwas entdeckt im letzten August, so, wo ich eigentlich haben möchte. Aber durch dieses Haben, eigentlich, wo ich gerne haben möchte, muss zuerst dieses Mensch meine Vertragsinhalte erfüllen. Und ich gebe natürlich vielleicht diesen Situationen, diesen Menschen auch die Chance, nicht dieses Inhalte zu erfüllen, weil dann müsste ich in meinen Garten nehmen und das macht mir Angst. Aber gleichzeitig möchte ich vielleicht einen Umzug machen. Das ist wie so, ich möchte gerne einen Wohnungsumzug machen, ich möchte gerne in ein anderes Land gehen, aber für das muss ich zuerst dieses Wohnung, wo ich habe, aufgeben. Und dieses Wohnung, wo ich habe, gibt mir vielleicht gewisse Sicherheit. Oder ich möchte gerne in eine neue Firma reingehen und das habe ich entdeckt. Das finde ich eine ganz coole Firma und dort gibt es sogar Ausbildungen, wo ich machen möchte. Aber damit das ich überhaupt machen kann, muss ich zuerst auch vielleicht alte Sicherheitsmuster, die ich mir auferlegt habe durch die Jahre, abgeben. In dieser Stelle, stellt euch auch folgendes auch von gedanklich vor. Stell dir vor, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren gab es Gesetze oder Menschen hatten irgendwelche Werte. Wo zum Beispiel eine Wert ist, eine Frau darf nur so quasi einmal verheiratet, dann bis man tot ist man mit dem Menschen verheiratet. Vor 30, 40 Jahren oder 50 Jahren, wenn Menschen haben geheiratet, die sind geblieben bei jemandem und dann war es fertig und Schluss. Wenn wir aber die heutige Generationen schauen, die Werte, also erstens, die meisten wollen gar nicht mehr heiraten zum Beispiel, oder zweitens, es ist dann für sie nicht das Ende des Lebens, wenn die sich nach 5 oder 6 oder 8 oder 10 Jahren trennen, scheiden lassen oder wenn eine Frau sauber das Kind aufzieht. Zum Beispiel vor 30 Jahren ist das ganz schwierig gewesen. Vor 30, 40 Jahren zum Beispiel ein Mann hat die Möglichkeit gehabt, eine Frau in die Klinik zu sperren und zu sagen, sie ist geistesgestört oder sie kann nicht auf die Kinder oder es gab Probleme mit dem Alimenten. Das heißt, da ging es auch darum, was der Mann so gerne möchte. Und das hat sich natürlich durch die Jahre sich sehr stark verändert, dass viele Frauen jetzt können auf eigene Füße stehen. Das heißt, das Wertesystem hat sich angepasst. Das heißt, damals die Gesetze, was vor 40, 50 Jahren war, ist ja heutzutage nicht mehr gültig. Das heißt, mit unseren eigenen Werten auch. Das heißt, die Verträge vielleicht, die vor 20 Jahren, wo wir vielleicht gesagt haben, okay, damit ich mich auf einen Menschen einlasse, habe ich gewisse Verbindungen. Also die Verträge heißt eigentlich, meine Verträge heißt, ich habe gewisse Regeln, ich habe gewisse Voraussetzungen, damit ich mich auf dich einlasse. Damit ich mit dir in eine Freundschaft einlasse, da gibt es gewisse Bedingungen. Und diese Bedingungen müssen erfüllt sein. Und wenn die nicht erfüllt sind, kommst du nicht in meinen Garten rein. Akzeptiere ich das nicht, erlaube ich das nicht, weil das sind meine Bedingungen. Entweder so oder gar nicht. Das sind die Regeln. Und diese Regeln können je nach den Menschen relativ hart sein oder relativ stark sein. Vor allem vielleicht Menschen, wo ganz stark verletzt wurden oder wo stark gedemütigt wurden oder wo sie gesagt haben, so, ich habe es überlebt, ich bin aufgestanden, aber ich lasse nicht mehr zu, dass meine Finanzen angegriffen werden oder ich lasse nicht mehr zu, dass meine Werte oder
dass mein Leben durcheinander gebracht wird mit irgendwelchen Spielchen. Und diese Dinge aber, wo viele Jahre gut waren, wo euch geschützt haben, und jetzt habt ihr vielleicht etwas entdeckt, was euch Angst macht, etwas, was ihr möchtet eigentlich, aber wo ihr seit vielen Jahren das vielleicht nicht mehr hattet. Und jetzt sagt ihr vielleicht, hey, okay, aber eigentlich, ich möchte hier vielleicht in neue Mietwohnung reingehen oder in ein neues Land reingehen, aber für das muss ich vielleicht eine alte Sicherheit aufgeben und ich muss mir vielleicht überlegen, diese Sicherheit, die ich wo so sicher empfinde oder dieses Regeln, die ich also wirklich immer gehalten habe, tragen die mich auch wirklich? Ist es wirklich das, wo immer noch gültig ist? Das heißt, dass ich überhaupt dich in meinen Garten als Besuch einlasse, das, was ich früher, wo mir so wichtig war oder wo ich so Wert drauf gelegt habe, lege ich immer noch eigentlich Wert oder ist es nur eine falsche Maske von mir? Eine Maske, die ich eigentlich auferlegt habe, wo gar nicht mehr stimmt. Vielleicht sind die Masken auch so, dass ich mich selber in die Ketten zersprenge, in Ketten lege, damit ich nicht das reinlasse. Und manchmal machen wir das. Warum? Weil wir haben ja nicht nur positive Erfahrungen, sondern wir haben auch traurige Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen natürlich beeinflussen uns ganz, ganz stark. Also sehr, sehr stark beeinflussen sie uns. Und jetzt wollen wir eigentlich, also dieses Planet sagt so, jetzt ist das vorbei und jetzt sind die Schattentage aber zuerst bis am 4. Februar. Und vor allem werdet ihr, also in eurem Welt, aber auch in der Welt Folgendes erleben. Also gehen wir zuerst ganz kurz in die Welt hinein. Der Uranus sagt dieses Jahr, das, was du in dir drinnen hast, eigentlich möchtest, in dein Herz drinnen, das kommt ans Tageslicht, an Oberfläche. Du wirst dich nicht mehr hinter falschen Fassaden verstecken können. In der Welt wird genau das passieren. Vor allem nach dem 20. Januar und nach 23. Januar werdet ihr die Energie viel, viel mehr spüren. Was werdet ihr sehen? In der letzten Zeit in vielen Ländern Unruhe. Und was machen jetzt die Regierungen? Sagen, ja, das ist alles okay, es ist nichts passiert, wir haben alles im Griff. Oder es sieht teilweise vielleicht so aus und ihr werdet sehen, Gruppierungen werden ganz stark Aufstand machen in sehr viele Länder. Und plötzlich, die werden sich richtig, richtig verbünden und es wird eine Reform beginnen eigentlich, weil sie sagen, wir wollen nicht, dass, vor allem es wird so diese staatliche Dinge ganz stark betreffen. Also die werden das noch festhalten, schön unten behalten, aber das wird fast nicht mehr möglich sein, vor allem nach Februar. Nach Mitte Februar, das wird ganz starke Dynamik sein und ihr werdet extrem viel so in der Weltgeschichte hören. Das, was ich sage eigentlich, die habe ich euch schon Anfangsjahr erzählt und das aktiviert sich jetzt. Erinnert euch vielleicht diejenigen, die mich kennen, im Frühling habe ich gesagt, so ab 21. Januar wird es losgehen, dass viel, viel mehr Aufstand kommen wird. Die Leute werden sich gruppieren, die werden sich organisiert haben und ihr werdet ganz viele so organisierte Gruppen sehen und die bekommt jetzt ihr auch schon mit. Warum? Wir sind schon bereits in den Schattentagen. Weil wir in den Schattentagen, Uranus hört jetzt ganz viele Sachen, wie Leute sich gruppieren, wie Leute sich zusammensetzen, irgendwelche Unruhe in irgendwelche Regierungsleute. Und schaut mal, was sind das für Regierungsländer eigentlich? Das sind so Leute, wo zack, runter, Leute. Das werdet ihr übrigens nicht nur dort erleben, sogar in dem Banksystem erleben, in den Finanzsektoren erleben. Im Februar wird wahrscheinlich relativ starke Thematik auch werden, so alles mit Strom, zum Beispiel. Und das kann zum Beispiel sein, dass irgendwie Elektrik nicht in einen neuen Stand gebracht wurde in einigen Ländern. Das heißt Elektrikstopp, Internetstopp kann es geben, Internetverbot kann es geben, irgendwelche Sozialnetzwerke. Zugang könnte Schwierigkeiten geben. Webseitenprobleme kann es ganz stark geben. Technische Probleme, Laptop-Probleme kann es geben. Es kann zum Beispiel auch sein, irgendwelche Ärzte übrigens, Ärzte, Mediziner, technische Sachen. Also da wird es so ganz, ganz viel Unruhe im Februar geben und Erneuerungsthemen eigentlich auch geben. Und in unserem Leben wird es auch so sein, also das ist jetzt nur das, was von außen ist. In unserem Leben wird es dann so sein, dass wir sagen, okay, die Finanzwelt, in der Welt wird sich die Finanzwelt sich ändern, neue Banken, neue Systeme, neue Zugänge zum Beispiel. Aber in unserer Welt wird es auch so sein. Das heißt, früher dieses Finanzsystem, also in unserem Werdegang natürlich unsere
Sicherheitssystem eigentlich, unsere Sicherheitsschutzmaßnahmen, wo wir hatten, wo wir auf das gepocht haben, wo wir sagen eigentlich, das gibt uns keinen Schutz mehr, es ist nicht mehr gut. Ich merke, es tut mir mehr Schaden und durch das bekomme ich vielleicht nicht das, was ich möchte, oder ich bin hier das jetzt am Verlieren und ich entscheide mich jetzt Folgendes, bin ich bereit, diesen Menschen zu verlieren oder diese Situation zu verlieren und dafür behalte ich vielleicht eine Sicherheit, wo keine Gültigkeit mehr hat. Das heißt, ich bleibe in meiner Ego eigentlich, ich bleibe in meinem starken Ego-Trieb drinnen eigentlich und sage, mein Garten, mein Geld, meine Werte, so wie ich es will. Oder ich sage, hey, diese Einstellung von mir ist vielleicht gar nicht so sauber, das stimmt vielleicht irgendetwas nicht, also muss ich mir vielleicht überlegen, aus den Sachen rausgehen. Und für das tut das System vielleicht auch, als logisch, euch gewisse Sachen jetzt in den nächsten so Tagen vielleicht unruhig machen. Und vor allem, so wie in der Welt ist, bei euch kann das zum Beispiel sein, dass ihr vielleicht etwas mit Spital zu tun habt, mit Gesundheitsthema übrigens, weil in der Welt wird auch das Thema sein. Es kann zum Beispiel Sachen sein, irgendwelche Statutänderungen, Firmenänderungen, Anpassungen, Buchhaltungen könnte zum Beispiel ein Thema sein, dass ihr zum Beispiel eure Firma mit neu reorganisieren könnte es zum Beispiel sein. Es kann neue Vertragsthemen sein übrigens oder Karrierethemen sein, also dass ihr sagt, okay, ich will jetzt in neue Karrierestatus reingehen, ich will etwas jetzt in Erneuerung reinbringen. Und dieses Karrieresystem, das passt mir nicht. Also ich muss hier eine Veränderung machen. Also ich will vielleicht in einen neuen Status reingehen. Sehr viel werdet ihr zum Beispiel, wo Karrierethemen haben, ihr werdet viel mit Karriere eine Reorganisation vielleicht erleben oder plötzlich Angebote, Chancen könnten auf euch zukommen, wenn ihr positive Karmen habt. Es kann auch sein, wo ihr vielleicht im Körper etwas habt, und ihr müsst euch operieren lassen. Also das sind zum Beispiel Sachen, wo ganz, ganz stark sein können. Es könnte zum Beispiel auch sein, wo ihr sagt, ich gründe eine Firma oder ich löse eine Firma aus. Ich verkaufe mein Haus, Behörden, Ämter, all diese Dinge, alles was Behörden, Ämter, Schulen, Schulanmeldungen, aus der Schule rauskommen, Grundbuchamt, all diese Dinge werden jetzt ein Thema sein. Plötzlich ein Hausverkauf kann ein Thema zum Beispiel sein. Oder dass man ein Haus bekommt, kann das Thema sein. Und vor allem so nach Februar eigentlich, so ab Mitte Februar werdet ihr so ganz, also vor allem wenn der Uranus auch direktläufig ist, also nach dem 3., also es kann sein übrigens, dass nach dem 29. Januar relativ viel abgeht bei euch. Und seit 18., 29. und die ersten 3 Tage in Februar, also 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., also diese Tage wird enorm viel abgehen. Einige von euch bekommen unglaubliche Chancen und das wird rackzack laufen. Einige werden aber auch plötzlich sagen, zack, das mache ich nicht mehr. Von ganz starke Entscheidungen wird da getroffen, wirklich rackzack Entscheidungen innerhalb von 5 Minuten. Kann sein, dass ihr gravierende Entscheidungen in eurem Leben, warum? Weil der Stier hat auch mit dem Verträgen zu tun. Also mit Arbeitsverträgen kann das zu tun sein, Mietverträgen kann das zu tun sein, mit irgendwelchen Versicherungen, irgendwelche Verträge eigentlich. Es kann plötzlich sein, so, diesen Vertrag mache ich nicht. Oder ich lasse mich in eine Beziehung ein, zum Beispiel kann das sein. Oder ich komme aus einer langjährigen Beziehung raus, kann das zum Beispiel sein. Oder eben, dass man in eine langjährige Beziehung reingeht, eins von beiden. Also es werden ganz, ganz viel so Dinge ablaufen und auch, es geht auch so um Befreiung eigentlich ganz stark. Aber vielleicht auch Befreiung aus einer Gefangenschaft. In den Gefangenschaft, wo wir vielleicht uns selber reingesetzt haben, weil wir uns dadurch in sicheren Rahmen gefühlt haben. Also das heißt, es wird ganz viel in uns passieren und deshalb auch viele unterdrückte Menschen eigentlich oder viele Menschen aus den Ranggruppen, denen nicht gehört hat in der Welt, die werden auch ihre Stimme zeigen. Das heißt, wir werden ab Februar wirklich Menschen in den Medien sehen vielleicht, wo ihre Stimme wirklich zeigen werden, vielleicht durch eigene Kanäle eigentlich. Also das heißt, vielleicht sie haben Internetverbot, aber durch irgendwelche Art bekommen sie irgendwie Internet durch neue technische Möglichkeiten oder wo sie schon vorher
gewisse Dinge vorbereitet haben, weil es wird viel vorbereitet Dinge, also ihr werdet ganz viele Sachen sehen, wo Leute sagen, wir haben uns letzten August, seitdem sind wir das am Vorbereiten. Da werdet ihr ganz viel solche Sachen hören. Oder ich hatte am August diese Idee oder ich habe Leute dann kennengelernt, aber es hat nicht geklappt und jetzt plötzlich klappt es. Das heißt, viele Dinge, die nicht geklappt haben, kann es sein, dass es dann auch wie klappen beginnt eigentlich. Und hier passiert wirklich ganz viel, dass was drinnen ist in uns drinnen, also wir wirklich ans Tageslicht kommen, ob das positiv oder negativ ist. Was jetzt vor allem ist seit November, Leute, seit November ist ja der Uranus in Stier eigentlich. Und hier ist auch ein bisschen so wie geprüft worden natürlich, auch ein bisschen, weil das die letzte Prüfung von diesem Stierhaus war, weil da war jetzt ein Jahr lang dort drinnen und wir haben jetzt auch gelernt, also der Uranus hat ja alle Sicherheit ja völlig verändert in den letzten 6 Jahren. Und jetzt ist die letzte Prüfung von Stier und sagt so, bist du immer noch in den alten Sicherheiten oder bist du jetzt bereit, das abzuschließen, weil das brauchst du alles Ganze gar nicht. Und was hier die Prüfung auch ein bisschen war, seit dem November bei euch, tendiert eigentlich euch hinter einer Maske verstecken. Also jemanden vielleicht zeigen oder präsentieren, wo ihr gar nicht seid. Oder zum Beispiel Ausreden finden. Oder irgendwelche, sagen zum Beispiel Sachen schönreden kann das zum Beispiel auch sein. Das heißt, dass ihr, also angenommen als Beispiel, ihr arbeitet in der Firma. Und da ist jemand und die sagt, wenn ich jetzt diesem Menschen helfe, dann werde ich befördert. Das heißt, ihr nähert jetzt diesen Menschen euch und ihr macht irgendwelche Sachen, aber Kalkulationen, dass ihr durch das wie weiterkommt in eurem Leben. Ihr kalkuliert, aber es geht hier nicht eigentlich um diesen Menschen, sondern es geht darum, um eure eigene Ego eigentlich, dass ihr euch könnt profitieren in dem Ganzen, dass ihr sagt, ja, ich komme weiter, wenn ich das mache. Und das zweite Szenario ist, wir sind wieder in der Firma, da braucht jemand Hilfe und die hilft eigentlich ohne eine Berechnung, ohne eine Kalkulation, vielleicht weil dieser Mensch jetzt wirklich Hilfe braucht, weil dieses Mensch vielleicht gerade weint. Oder weil dieses Mensch jetzt einfach in einer Situation ist, wo ihr sagt, ja, ich mache das, aber ich mache das selbstlos. Ich mache das nicht aus der Erwartung, aus diesem Menschen werde ich jetzt wie befördert. Ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt eine Beförderung bekomme, sondern ich mache das, weil ich das nicht zusehen kann, dass ein Mensch so in so einer schwierigen Situation drinnen ist. Also ich lasse jetzt diesen Mensch hier nicht hängen. Oder ich tue jetzt nicht extra Sachen erschaffen, damit der Mensch vielleicht ihren Job verliert. Und viele Menschen haben natürlich, was habt ihr im November erlebt? Ganz viele Menschen, Manipulationsthemen. Sachen, wo ihr nicht gewusst habt, Krisen eigentlich, mit Verträgen, mit Leuten, Sachen, wo vielleicht rausgegangen sind, Geheimnisse sind vielleicht rausgegangen oder irgendwelche, wo ihr gemerkt habt, das ist etwas nicht seriös eigentlich. Und das hat euch Angst gemacht teilweise, weil es hat euch nochmal in die Vergangenheit emotional gebracht, weil ihr gesagt habt, ich habe da in der Vergangenheit schon so schmerzhafte Erfahrungen gemacht und diese Situation erinnert mich an meine Vergangenheit eigentlich. Das, was ich eigentlich haben möchte, das macht mir Angst. Das macht mir Angst und erinnert mich an meine Vergangenheit. Und was macht ihr? Peng, Blockade. Schluss, Türen sind geschlossen, geht nichts mehr auf, eigentlich so, das ist so dieses Energie eigentlich ein bisschen gewesen. Und hier ist so in dieses Energie jetzt, wo jetzt diese Phase eigentlich wie zu Ende geht, weil der Uranus sagt so, ist fertig, Deadline, Abschlussarbeit ist hier fertig, nach 4. gehe ich mal direktläufig und was macht er? Er wird jetzt auch wie jagen, weil ihr merkt eigentlich einige vielleicht, durch meine falsche Ego, meine falsche Wertehaltung, meine falsche Sicherheiten eigentlich, wo ich durch meine Verhalten Menschen wie verjagt habe oder wo ich den Menschen gezeigt habe, du bist für mich nicht wertvoll, du bist für mich nicht wichtig eigentlich, weil das machen wir Menschen manchmal. Das heißt, wir machen irgendwelche Dinge ganz bewusst, weil wir wissen, dass es anderen Menschen wehtut, weil wir wollen eigentlich nicht so eine
enge, intensive Verbindung haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Also das heißt, wir wollen Verbindungen haben, nur bis zu einem gewissen Grad ist es okay, aber wenn diese Verbindungen ein bisschen enger wird und zu eng wird oder persönlich wird, dann haben wir davon Angst, weil wir finden es lockerer teilweise oder dieses, wo man immer wieder rausgehen kann, also wo diese Unverbindlichkeit. Das ist halt wie, es gibt extrem viele Leute, die haben extrem Panik von irgendwelchen Vertrag unterschreiben. Warum? Ein Vertrag unterschreiben heißt, oh, ich könnte da nicht mehr so schnell rauskommen, obwohl du ja jederzeit auch kündigen kannst im Prinzip. Aber viele Leute haben diese Verbindlichkeit, ob das in der Partnerschaft Verbindlichkeit ist, wollen sie nicht mehr, weil sie sagen, lieber unverbindlich, ich komme und gehe, wann ich will, ich mache, was ich will. Und deshalb die letzten Monate, was haben Leute gemacht eigentlich? Mal hier, mal dort, mal kommen, mal gehen vielleicht, habt ihr vielleicht erlebt. Und das hat ihr euch vielleicht gestört, weil habt ihr vielleicht gesagt, hey, also entweder du bist hier oder du bist hier nicht hier, aber dieses Kommen und Gehen akzeptiere ich nicht mehr so quasi. Weil du hast ja das Ganze gelernt, dass du das Ganze gar nicht mehr möchtest. Und jetzt geht es ja um etwas eigentlich neue Sachen. Und Leute wollten aber diese Verbindlichkeit hier auch nicht mehr. Das kann auch eine Arbeitsposition sein, dass man euch zum Beispiel etwas angeboten hat und dann doch nicht, dann müssen sie nochmal einen Test machen, dann wieder kein Test und doch nochmal ein Test. Das Hin und Her eigentlich. Und jetzt geht es hier wirklich ein bisschen darum, dass man jetzt auch wirklich ernten darf eigentlich. Und deshalb, was werdet ihr machen? Oh mein Gott, ich muss jetzt springen. Oh, der Uranus kann knallhart wirklich starke Maßnahmen treffen, also dass ihr plötzlich eine Idee bekommt oder wo ihr merkt, so jetzt muss ich aus der Sicherheitszone raus. Und da werdet ihr so Dinge machen, was nicht konventionell ist, was nicht gewohnt ist, außergewöhnliche Dinge vielleicht oder irgendetwas auf die Beine stellen oder ganz plötzlich aus etwas rauskommen oder ganz plötzlich eine Kündigung. Also das kann eben sein, dass ihr plötzlich kündigt, geht in einen neuen Vertrag rein. Ihr geht von einem Land in die nächste Land rein, zum Beispiel kann das sein. Warum? Weil der Stier hat auch mit unserem also mit dem Besitz zu tun, also das Hausbesitz und auch der Haus ist Besitz von einem anderen Land, kann das zum Beispiel sein. Und das kann zum Beispiel aber auch sein, zum Beispiel ich verkaufe mein Haus, ich gehe in ein anderes Haus zum Beispiel. Oder ich lasse mein Single-Leben raus, ich gehe in eine Beziehung rein mit jemandem, kann das sein. Also das heißt eigentlich im Prinzip, eine Situation, wo bis jetzt ist, geht weg, ich komme in eine neue Situation. Und das ist jetzt hier sehr spannend, was jetzt alles passieren wird. Und in der Welt wird es auch so sein. Das heißt, Leute, wo vielleicht jahrelang an einem Posten waren, die werden jetzt gestürzt und um ganz spezielle Erlebnisse. Und das wird dann rack-zack laufen. Also es wird dann nicht so sein, dass es irgendwie jahrelang geht, sondern irgendwelche Action, Aktionen, Reform. Junge Leute werdet ihr sehen, Soldaten werdet ihr ganz viel sehen. Und da werden Leute einfach ganz zack, boom, runtergeholt. Vielleicht innerhalb von ein paar Tagen, innerhalb von ein paar Wochen. Also bis Mai könnt ihr euch so vorstellen. Also die Energie wird so bis Mai reingehen. Und ihr werdet so sehen, natürlich ab nächsten August kommen ganz viele, wird beginnen, so darüber gesprochen, wer wird die neue Regierung, wer wird die Land führen, wie wird das Ganze gemacht, es wird diskutiert. Aber das wird jetzt ganz viele solche Dinge laufen. Also nicht nur dort, aber auch so in dem Bankwesen wird ganz viele Dinge abgehen. Also Banken werden sich ganz stark verändern beginnen. Strom, es wird neue Stromerzeugung geben, neue Computersysteme. KI wird extrem schnell sich entwickeln. Unbedingt, es ist noch Folgendes wichtig, was ich euch noch auf dem Weg mitgeben möchte. Nutzt KI richtig, Leute. Also nicht einfach das, was KI euch sagt, übernimmt, weil viele Leute, weil das Uranus in Zwillinge ist, der rückläufige Merkur wird ganz stark das Ganze beeinflussen. Das heißt, wenn ihr einfach hinter dem KI nur lauft, nur das übernimmt, was KI euch sagt und nicht auch prüft das Ganze oder auch nicht die eigenen Gedanken reinbringt oder auch das nicht hinterfragt vor allem, dann kann es auch wirklich sein, dass ihr ganz plötzlich wie fremdgesteuert seid. Ich habe ja dieses Jahr ein paar Mal die Gedanken gesagt, ja, es wird so sein teilweise, als werdet ihr wie
durchgechippt so quasi in Gehirnzellen. Und da müsst ihr ganz achtsam sein. Das heißt, dieses Wort hat natürlich einigen nicht gefallen, ich lasse mich nie chippen. Wisst ihr, wir müssen uns gar nicht chippen lassen, sondern manchmal entweder können wir von Ängsten gechippt sein, von unseren eigenen Ängsten zum Beispiel, dass wir absolut verweigern, neue Dinge anzunehmen, dass wir sagen, wir wollen die überhaupt nicht kennenlernen. Es kann aber auch so sein, dass wir gechippt werden, weil wir vielleicht irgendwelche Dinge hören oder erfahren und dass wir dann plötzlich total die Menschlichkeit verlieren eigentlich. Also das heißt, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir entlassen alle unsere Leute und wir lassen das alles über KI machen zum Beispiel. Die ganze Kommunikation wird über KI abgehen. Zum Beispiel Firmen. Es gibt viele Firmen, die werden jetzt beginnen, ganz viel mehr über KI machen. WhatsApp-Nachrichten über KI wird ablaufen, Nachrichten, E-Mail, und durch das werden auch sehr viele übrigens, auch wenn man eben nicht achtsam ist, was wird passieren, auch eigene Firmen Schaden zufügen. Und das ist auch dieses Thema übrigens jetzt auch. Das heißt, der Uranus wird ja weitergehen jetzt in Zwillingen. Und wenn natürlich hier mit diesen Einstellungen, also wenn man in die falschen Einstellungen auch reingeht, also das heißt, und was kann denn auch passieren auch, weil der Wassermann, der Pluto, macht ein Quadrat zum Stier und macht zum Stier und zum Skorpion Quadrat. Das heißt, wenn wir hier auch die nicht in den richtigen, also positive Veränderung reingehen und mit unserer Einstellung, das heißt, was kann dann passieren, dass wir unsere eigenen Finanzen angreifen und dass wir unsere eigenen Verträge angreifen. Warum? Irgendwelche vielleicht Kunden schreiben euch und ihr antwortet KI. Es ist ja schon richtig und schön, dass ihr antwortet und vielleicht übernimmt auch gewisse Gedanken von euch da. Aber was kann denn passieren, dass ich mich als Mensch da nicht wertvoll fühle, weil ich sage, du, der gibt mir nicht mal selber eine Antwort, das sind irgendwelche Programme dahinter und ich das vielleicht nicht so toll finde. Oder es kann ja zum Beispiel sein, dass ich irgendwelche so Programme benutze, zum irgendwelche tägliche Botschaften, dass ich überhaupt gar nicht mehr hinschaue und irgendwann mal diese Qualität meiner Arbeit dann dadurch verloren gehen kann. Und das werden jetzt auch viele Firmen machen, weil der Pluto sagt, dieses Finanzhaus werde ich verändern, dieses Verträgehaus werde ich verändern, im Positiven und im Negativen. Das heißt, ist achtsam auch angesagt. Das heißt, in welche Gedanken geht ihr, also welche neue Einstellungen ihr möchtet. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr letzten August euch für irgendwelche Dinge entschieden habt, wo vielleicht im Moment gut sieht und ihr geht sogar in dem rein, aber das Ganze kann dann auch so bewirken, wo ihr vielleicht durch das eure eigenen Finanzen schadet oder eure eigenen Verträge schadet. Das kann ja zum Beispiel so sein, dass ihr sagt, okay, ich lasse mich jetzt von diesen Programmen betreuen und ich lasse mich von diesen Programmen vielleicht Therapeut spielen bei mir. Jetzt frage ich diese Menschen, was denkt meine Freundin über mich oder warum hat sie das mir wohl gesagt? Und dann höre ich vielleicht irgendwelche Programme. In dem Programm, wo es sagt, das ist okay, das stimmt sogar wahrscheinlich. Aber die Menschen sind sehr kompliziert, Leute. Wir Menschen sind extrem kompliziert. Also das heißt, wir sind gar nicht logisch. Also wir Menschen sind gar nicht logisch. Zum Beispiel, wir ärgern uns über Dinge, wo jeder andere mit Logik vielleicht sagen würde, hey, warum eigentlich? Hä? Das heißt, wir Menschen sind extrem komplex. Also eigentlich, die Menschen sind ja nicht ersetzbar. Vielleicht gewisse Gedankengänge kann man ja schon Verständnis haben, aber Menschen sind komplex, die kann man nicht über Programme wirklich verstehen. Das heißt, es kann einfach Folgendes passieren, dass ihr irgendwelche Fragen stellt und ihr nachher das so übernimmt und sogar anwendet, weil ihr das als richtig anschaut. Und weil ihr so viel mit Programmen denn das Ganze bespricht, so quasi, weil das sind ja Programme, das sind ja HTML-Programme eigentlich, was dahinter steckt. Und durch das eigentlich könntet ihr dann eure eigenen Beziehungen eigentlich wie zerstören, weil ihr dann falsche Umgangsformen dann anlegt, weil falsche Kommunikation, weil Zwilling heißt auch denken, Leute, denken. Also das heißt, entweder kann das so ein Denken eben sein, dass ich das voll übernehme, diese neue Technologie natürlich, und anwende. Und durch das Anwenden ich aber meine Menschlichkeit
nicht mehr berücksichtige oder die Menschlichkeit um mich herum und sogar 1:1 nehme und durch das werden meine Finanzen, meine Arbeit, meine Gelder, meine Beziehungen könnten Schaden zufügen. Oder ich lehne das völlig ab und sage, die werden mich chippen, wenn ich das annehme. Auf keinen Fall. Und das ist dann auch nicht ganz gut, weil durch das nehme ich gar nichts Neues mit in mein Leben. Ich verweigere mich der Gesellschaft. Und was wird dann sein in 2 Jahren? Die ganze Welt wird natürlich dieses Programm benutzen, die können das, die beherrschen das, aber wir bleiben an der Strecke. Und es geht darum, dass wir uns bewusst sind, das sind Programme, Leute. Wir können dort Fragen stellen, wir können dort gewisse arbeiten, aber es ist wichtig, dass es Arbeiten von uns sind und nicht von fremden Wesen. Das ist etwas wichtig eigentlich. Und wir müssen alle lernen, auch mit diesen Dingen umzugehen. Und das ist aber etwas, was ich unbedingt euch nochmal sagen möchte. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ich habe dieses Jahr das schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt vor allem, wenn der Uranus in Zwilling kommt, es ist extrem wichtig, die Achtsamkeit. Es ist so wichtig, die Achtsamkeit, dass ihr auch nicht ganze Privatgeschichten, alles, was Beziehungen sind, dort reinstopft, sondern wirklich als das Werkzeug anschaut. Das ist ein Arbeitswerkzeug, das ist keine Therapiewerkzeug, Leute. Und denkt daran, weil das wird ganz viele Firmen eigentlich vor allem. Ihr werdet sehen, so im Jahre 28, wenn kommt, so 29, wenn kommt, viele Firmen werden eigentlich nur eigentlich Schaden bekommen, weil sie ihr Personal mit KI ersetzt haben. Warum? Weil gewisse Dinge sind ja schon gut, dass man das macht eigentlich, aber Menschen wollen mit Menschen kommunizieren, Menschen wollen mit Menschen reden und nicht mit Programmen reden, weil das ärgert einem so richtig, weil man will Menschlichkeit spüren, Emotionen spüren eigentlich. Und wenn man am Telefon ein Programm ist, das finden viele nicht cool und deshalb werden sehr viele Firmen Geld sparen wollen. Und durch das Geld sparen wollen, werden sie ganz viel Gelder verlieren eigentlich. Das ist so ein bisschen auch die Konstellation. Seid achtsam. Auch achtsam in den Beziehungen, dass ihr nicht tolle Beziehungen verliert oder auf Beziehungen verzichtet, weil irgendwelche Programme euch sagt, dass die denkt aus dem Grund und bla 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 und bla bla bla. So, mein Lieben, ich habe euch ganz toll gern. Passt schön auf euch auf und bis bald.